Herausforderungen und Erfolge beim Deutschlernen. Hallo Sophia. Mensch, schön dich zu sehen. Wie läuft's denn so bei dir? Besonders mit dem Deutsch? Ich sehe dich eigentlich nur noch selten mittlerweile. Hallo Jonas. Ja, stimmt, es ist viel los. Aber schön, dich auch zu treffen. Mit Deutsch? Naja, es ist ein ständiges Auf und Ab, du weißt ja, wie das ist. Gerade kämpfe ich mal wieder mit der Grammatik. Diese Fälle und die Adjektivdeklination. Ich habe manchmal echte Zweifel an meiner Fähigkeit zu korrekter Anwendung. Wie ist es bei dir? Du brauchst es ja dringend für den neuen Job, oder? Ja, genau. Der Druck ist ziemlich hoch. Ich muss täglich E-Mails schreiben und an Meetings teilnehmen. Meine größte Angst vor diesen Meetings ist immer noch, dass ich mich nicht präzise genug ausdrücken kann oder wichtige Diskussionen über Projektdetails nicht vollständig verstehe. Der Mangel an spezifischem Fachvokabular macht es teilweise echt schwierig. Oh ja, das kann ich mir vorstellen. Fachvokabular ist nochmal eine ganz andere Hausnummer. Ich bin momentan eher fokussiert auf die Vorbereitung für die B2-Prüfung im nächsten Monat. Mein Traum von einem Masterstudium hier in Deutschland hängt quasi davon ab. Die Vorbereitung auf die Prüfung nimmt fast meine ganze Freizeit in Anspruch. Respekt. Eine Prüfung ist nochmal eine andere Art von Herausforderung. Aber du bist doch bekannt für deine Disziplin. Bist du denn zufrieden mit deinem Lernfortschritt? Ehrlich gesagt nicht immer. Es gibt Tage, da bin ich wirklich stolz auf das, was ich schon erreicht habe. Zum Beispiel habe ich neulich einen ganzen Roman auf Deutsch gelesen. Das war ein tolles Gefühl. Aber dann gibt es wieder Momente, besonders beim Hören, wo ich mich abhängig von den Untertiteln fühle oder nur die Hälfte verstehe. Und meine Reaktion auf schnelles Sprechen ist oft nur Verwirrung. Das kenne ich nur zu gut. Die Unterschiede zwischen dem geschriebenen Deutsch im Lehrbuch und dem gesprochenen Deutsch auf der Straße sind manchmal riesig. Ich habe aber festgestellt, dass mein Verständnis für gesprochenes Deutsch besser wird, seit ich regelmäßig deutsche Podcasts höre und versuche aktiv mit einem Tandempartner zu sprechen. Hast du Kontakt zu Muttersprachlern? Ja, ich habe eine Tandempartnerin. Sie ist super nett und wir haben einen guten Austausch über kulturelle Themen. Allerdings haben wir manchmal Schwierigkeiten damit, uns regelmäßig zu treffen. Aber du hast recht, der Einfluss auf die Sprachpraxis ist enorm. Dein Hinweis auf Podcasts ist gut, das sollte ich vielleicht auch mal intensiver probieren. Welche hörst du denn? Ich höre oft Easy German für Alltagsgespräche und einen Branchenpodcast, der relevant für meine Arbeit ist. Der Beitrag zu meinem Fachwortschatz ist wirklich spürbar. Es ist eine gute Ergänzung zu meinem Sprachkurs. Ich bin meinem Lehrer übrigens sehr dankbar für seine Geduld und die vielen Tipps. Ja, ein guter Lehrer ist Gold wert. Mein Lehrer legt großen Wert auf die Aussprache, was mir anfangs schwer fiel. Aber mittlerweile merke ich den Unterschied. Ich bin jetzt viel selbstbewusster im Sprechen. Trotzdem bleibt die Angst um die Prüfung bestehen. Das ist normal, denke ich. Aber sieh es mal so. Dein Interesse an der deutschen Kultur und deine Bereitschaft zu kontinuierlichem Lernen sind deine größten Stärken. Du bist absolut fähig zu dieser Prüfung. Hab einfach Vertrauen in dich selbst. Danke, Jonas. Das ist lieb von dir. Deine Unterstützung bedeutet mir viel. Manchmal braucht man einfach jemanden, der Verständnis für die Situation hat. Und du? Was sind deine nächsten Schritte, abgesehen von der täglichen Anwendung bei der Arbeit? Ich denke über einen C1-Kurs nach, vielleicht nächstes Jahr. Ich habe den Wunsch nach noch mehr sprachlicher Sicherheit, besonders im beruflichen Kontext. Die Verantwortung für meine Aufgaben erfordert das gewissermaßen. Außerdem hätte ich Lust auf eine Reise durch Deutschland, um verschiedene Dialekte kennenzulernen. C1. Wow. Das ist ambitioniert. Aber eine Reise klingt toll. Das wäre auch eine gute Belohnung für die ganze Mühe. Genau, aber eins nach dem anderen. Jetzt konzentrieren wir uns beide erstmal auf unsere aktuellen Ziele. Du auf deine Prüfungen, ich auf die Meetings.
Und trotzdem sollten wir unbedingt mal wieder Zeit für einen Kaffee finden, nicht nur für die Diskussion über Grammatik. Da hast du absolut recht. Das müssen wir machen. Es war wirklich schön, mit dir zu plaudern und zu hören, dass ich mit meinen Sorgen um die Sprache nicht allein bin. Auf keinen Fall. Wir sitzen doch alle im selben Boot. Also, Kopf hoch und viel Erfolg für die letzten Wochen vor der Prüfung. Danke dir auch. Und viel Erfolg bei der Arbeit und den Meetings. Lass uns bald wieder sprechen. Machen wir. Tschüss, Sophia. Tschüss, Jonas. Carla und David gehen aus dem Kino auf die Straße. Puh, das war intensiv. Was ist deine Meinung über den Film, Carla? Ich bin noch ziemlich beeindruckt von den visuellen Effekten. Hi, David. Ja, visuell war er wirklich top, da stimme ich dir zu. Aber ehrlich gesagt bin ich ein wenig enttäuscht von der Story. Ich hatte mir mehr erhofft, besonders nach den ganzen positiven Kritiken. Mein Eindruck von der Handlung war, dass sie ziemlich vorhersehbar war. Echt? Das sehe ich etwas anders. Ich fand die Beschäftigung mit den ethischen Fragen der künstlichen Intelligenz sehr spannend. Der Film hat mich zum Nachdenken angeregt. Hattest du keine Sympathie für den Hauptcharakter und seine Zwickmühle? Doch, schon. Die Darstellung von seinem inneren Konflikt war gut gemacht. Aber meine Kritik an dem Film bezieht sich eher auf die Logiklöcher in der zweiten Hälfte. Manche Entscheidungen der Charaktere waren für mich einfach nicht nachvollziehbar. Okay, da gebe ich dir teilweise recht. Ein paar Szenen wirkten etwas konstruiert, aber im Vergleich zu anderen Sci-Fi-Filmen der letzten Zeit fand ich ihn trotzdem überdurchschnittlich. Besonders die Anspielungen auf klassische Werke des Genres fand ich clever. Bist du empfänglich für solche Details? Ja, die Anspielungen habe ich auch bemerkt, das war nett. Aber das reicht mir nicht für einen wirklich guten Film. Mein Ärger über das Ende ist auch ziemlich groß. Es fühlte sich irgendwie unbefriedigend an, so offen. Ich hätte mir eine klarere Antwort auf die aufgeworfenen Fragen gewünscht. Ich fand das offene Ende gerade gut. Es überlässt dem Zuschauer die Interpretation von dem Gesehenen. Es zeigt die Komplexität des Themas. Aber ich verstehe deinen Wunsch nach mehr Klarheit. Warst du denn zufrieden mit der schauspielerischen Leistung? Ja, die Schauspieler waren durchweg gut, da gibt es nichts zu meckern. Die Hauptdarstellerin war besonders überzeugend in ihrer Rolle. Ihre Fähigkeit zu subtilem Ausdruck war bemerkenswert. Absolut. Und die Filmmusik, ich war total fasziniert von dem Soundtrack. Er hat perfekt zur Atmosphäre beigetragen. Hast du auch darauf geachtet? Ja, die Musik war mir auch positiv aufgefallen. Okay, vielleicht war ich etwas zu streng in meiner ersten Reaktion auf den Film. Die Diskussion mit dir hat mir geholfen, auch die positiven Aspekte mehr wertzuschätzen. Siehst du, manchmal braucht man einen Austausch über einen Film, um ihn besser einordnen zu können. Trotz unserer unterschiedlichen Meinungen war es doch ein interessanter Kinoabend, oder? Ja, das auf jeden Fall. Ich bin dir dankbar für das Gespräch. Lass uns demnächst mal wieder zusammen ins Kino gehen. Vielleicht finden wir dann einen Film, bei dem wir uns einiger über die Qualität sind. Sehr gerne. Abgemacht. Sommerurlaubplan. Griechenland oder Kroatien? Also gut, Ben. Lass uns das jetzt mal wirklich systematisch angehen. Der Sommer rückt näher und mein Wunsch nach einer richtigen Pause vom Alltag wird täglich größer. Ich brauche dringend Sonne und eine neue Umgebung. Wir haben letztes Jahr schon so lange diskutiert. Lass uns dieses Jahr etwas schneller sein. Hast du dir seit unserem letzten Gespräch schon konkretere Gedanken gemacht? Irgendwelche plötzlichen Eingebungen? Hi Anna. Ja, ich bin absolut bereit für Urlaub. Definitiv. Ich habe tatsächlich gestern Abend noch ein paar Stunden online verbracht, habe Blogs gelesen, Preise verglichen, aber die endgültige Entscheidung für ein Ziel? Puh,
Das ist immer noch schwierig. Es gibt einfach zu viele verlockende Optionen. Mein Hauptproblem, und da müssen wir ehrlich sein, ist die Rücksicht auf unser vereinbartes Budget. Wir wollten doch dieses Jahr etwas sparsamer sein, erinnerst du dich? Das schränkt die Auswahl natürlich ein, besonders wenn wir im August reisen wollen. Ja, das Budget, seufzt. Ich erinnere mich. Aber vielleicht finden wir ja trotzdem etwas Tolles, das nicht gleich ein Vermögen kostet. Manchmal gibt es ja Last-Minute-Angebote oder weniger bekannte Orte, die günstiger sind. Aber sag mal, was schwebt dir denn vom Typ her vor? Eher totale Entspannung am Strand, quasi nur zwischen Liege und Meer pendeln? Oder hättest du mehr Lust auf eine aktive Reise, vielleicht Wandern oder eine Städtereise mit vielen Museen? Mein persönlicher Bedarf an Vitamin D ist definitiv sehr hoch, aber nur Strand könnte mir auf Dauer auch langweilig werden. Ein bisschen Kultur oder Natur wäre schon gut. Genau das ist der Punkt. Reiner Strandurlaub. Da habe ich ein bisschen Angst vor Langeweile, genau wie du. Und ich habe auch wenig Lust auf diese riesigen Hotelkomplexe, wo man sich wie in einer Blase fühlt. Andererseits, eine reine Städtetour bei möglicherweise 35 Grad im Schatten, da bin ich auch nicht so begeistert von der Vorstellung, den ganzen Tag auf heißem Asphalt herumzulaufen. Vielleicht wäre eine Mischung ideal? Ich habe mir überlegt, wie der Vergleich mit zum Beispiel Griechenland oder Kroatien wäre. Da gibt es doch oft Inseln, die schöne Strände und interessante kleine Orte oder antike Stätten bieten, oder? Griechenland oder Kroatien? Klingt beides gut. Ich bin besonders interessiert an der griechischen Mythologie. Kreta oder Rhodos wären spannend. Und Kroatien soll ja eine wunderschöne Küste haben. Da sind wir aber wieder bei der Frage: Welche Insel, welche Region? Wir brauchen definitiv mehr Informationen über die spezifischen Orte, die Transportmöglichkeiten vor Ort, das Preisniveau. Ich bin ein wenig überfordert von der schieren Menge an Inseln allein in Griechenland. Ich verstehe dich. Lass uns das eingrenzen. Wie wäre es, wenn wir uns auf eine Region konzentrieren? Zum Beispiel die Ionischen Inseln in Griechenland, Korfu, Zakynthos. Oder die dalmatinische Küste in Kroatien, Split, Dubrovnik und die vorgelagerten Inseln wie Hvar oder Brač. Die Kombination aus entspannten Tagen am Meer und der Möglichkeit für Bootsausflüge oder Altstadtbummel klingt für mich sehr reizvoll. Lass uns mal gezielt die Suche nach Informationen für diese beiden Regionen starten. Was hältst du davon? Ja, das ist ein guter Plan. Das macht es überschaubarer. Okay, lass uns aufteilen. Ich konzentriere mich mal auf die Ionischen Inseln, schaue nach Flügen nach Korfu, suche nach Erfahrungsberichten über Strände und Ausflugsmöglichkeiten. Und du nimmst dir Kroatien vor, vielleicht mit Fokus auf die Region um Split? Da ist die Anbindung an die Inseln ja auch gut. Wir müssen aber wirklich auf die Flugpreise achten. Unsere Abhängigkeit von günstigen Flugverbindungen ist leider groß, wenn wir nicht ewig unterwegs sein wollen. Abgemacht. Ich kümmere mich um Kroatien, Split und die Inseln dort. Ich schaue nicht nur nach Flügen, sondern auch nach Fährverbindungen und Angeboten für Ferienwohnungen. Ich bin ziemlich zuversichtlich, dass wir etwas finden. Man muss nur gründlich suchen. Ich übernehme auch gerne die Verantwortung für die erste Filterung der Unterkünfte. Ich schicke dir dann eine Shortlist mit Optionen, die passend für unser Budget und unsere Vorstellungen sein könnten. Super, danke. Das ist eine große Hilfe bei der ganzen Organisation. Ich habe volles Vertrauen in deine Recherchefähigkeiten. Ich mache das Gleiche für Griechenland. Dann können wir vielleicht am Sonntagabend unsere Ergebnisse vergleichen. Dann haben wir einen direkten Vergleich zwischen den beiden Optionen und können hoffentlich eine fundierte Entscheidung über unser Urlaubsziel treffen. Perfekter Plan. Sonntagabend klingt gut. Ich bin jetzt richtig gespannt auf das, was wir finden werden. Diese Vorbereitung auf den Urlaub, das Träumen von Sonne und Meer, das ist doch fast schon wie ein kleiner Urlaub vor dem Urlaub. Ich bin total motiviert, jetzt die besten Deals zu finden. Ja, da hast du recht. Es steigert die Vorfreude auf die Reise ungemein.
Ich bin dir sehr dankbar für deine Kooperationsbereitschaft und dass wir das zusammen machen. Alleine wäre die Planung viel stressiger. Keine Ursache, das ist doch selbstverständlich. Wir wollen ja beide einen tollen Urlaub haben. Also, auf geht's. Ran an die Laptops. Lass uns die Suche starten und bis Sonntag die besten Optionen zusammentragen. Abgemacht. Ich fange sofort an. Bis Sonntag dann. Bis Sonntag. Viel Erfolg bei der Suche. Gespräch über einen berührenden Roman. Sarah, ich muss unbedingt mit dir über das Flüstern der Weiden sprechen. Ich habe es gestern Abend beendet und bin immer noch total gefangen von der Geschichte. Was ist deine Meinung über das Buch? Hat es dir auch so gut gefallen? Hi, Lena. Ah ja, das Flüstern der Weiden. Ich bin auch gerade damit durch. Und ehrlich gesagt bin ich etwas zwiegespalten. Einerseits fand ich den Schreibstil wunderschön, sehr atmosphärisch. Die Autorin hat ein echtes Talent für bildhafte Sprache. Aber andererseits, ich weiß nicht. Ich bin doch ziemlich enttäuscht von der Entwicklung der Hauptfigur in der zweiten Hälfte. Mein erster Eindruck von ihr war so positiv, so stark. Aber dann? Wirklich? Das überrascht mich jetzt. Ich fand ihre Entwicklung gerade faszinierend. Ihre Reaktion auf die Schicksalsschläge, ihre innere Zerrissenheit. Ich hatte großes Verständnis für ihre Entscheidungen, auch wenn sie manchmal schwierig waren. Für mich war sie unglaublich authentisch in ihrer Verletzlichkeit. Authentisch vielleicht, ja. Aber meine Kritik an ihrer Figur ist, dass sie mir zu passiv wurde. Sie hat sich irgendwie ihrem Schicksal ergeben, fand ich. Ich hätte mir mehr Widerstand gegen die äußeren Umstände gewünscht, mehr Kampf für ihr eigenes Glück. Die Botschaft von dem Buch schien mir am Ende fast ein bisschen fatalistisch zu sein. Hast du das nicht auch so empfunden? Nein, gar nicht. Für mich lag die Stärke des Buches genau in dieser realistischen Darstellung. Nicht jeder Mensch ist ein geborener Kämpfer. Manchmal ist die Akzeptanz von schwierigen Situationen auch eine Form von Stärke. Und ich fand die Darstellung von den Nebenfiguren auch sehr gelungen, besonders die alte Gärtnerin. Ihre Weisheit war für mich ein Lichtblick. Ja, die Gärtnerin mochte ich auch sehr. Da stimme ich dir zu. Und die Naturbeschreibungen waren wirklich atemberaubend. Man hatte das Gefühl, selbst in diesem verwunschenen Garten zu stehen. Ich bin sehr empfänglich für solche atmosphärischen Beschreibungen. Aber zurück zur Handlung. Gab es nicht eine gewisse Ähnlichkeit mit diesem anderen Roman, den wir letztes Jahr gelesen haben? Schatten im Lavendelfeld? Die Grundkonstellation, junge Frau erbt altes Anwesen mit Geheimnissen, kam mir doch sehr bekannt vor. Eine gewisse Parallele zu Schatten im Lavendelfeld kann man vielleicht sehen, ja. Das Motiv ist nicht völlig neu. Aber ich fand die Umsetzung durch diese Autorin wesentlich tiefgründiger. Der Fokus auf die psychologische Entwicklung der Charaktere war hier viel stärker. Und die Auflösung des Familiengeheimnisses war für mich überraschender. Warst du zufrieden mit dem Ende? Mit dem Ende, ja, einigermaßen. Es war kein typisches Happy End, was ich gut fand. Aber es blieben doch einige Fragen offen, oder? Ich hatte noch Fragen zu dem Schicksal ihres Bruders, das wurde nur angedeutet. Mein Wunsch nach vollständiger Aufklärung wurde da nicht ganz erfüllt. Ich bin manchmal ungeduldig mit offenen Enden. Das weiß ich. Aber ich mag das gerade. Es regt die Fantasie an. Man kann sich selbst überlegen, wie es weitergeht. Für mich war das Ende passend zu der melancholischen Grundstimmung des Buches. Okay, ich sehe schon, wir werden uns da nicht ganz einig. Aber das ist ja das Schöne am Lesen, nicht wahr? Die Vielfalt an Interpretationen. Trotz meiner Kritikpunkte war es insgesamt ein lesenswertes Buch. Ich bin froh über die Leseerfahrung, auch wenn sie mich nicht restlos begeistert hat. Das finde ich auch. Und ich bin dankbar für unseren Austausch über das Buch.
Es ist immer interessant, eine andere Perspektive auf die Dinge zu hören. Das erweitert den eigenen Horizont. Was liest du denn als nächstes? Hast du schon Pläne? Ich habe mir vorgenommen, mal wieder einen Klassiker zu lesen. Ich habe Lust auf etwas Anspruchsvolleres nach diesem eher emotionalen Roman. Vielleicht Effi Briest? Und du? Oh, Effi Briest. Gute Wahl. Ich brauche jetzt erstmal etwas Leichteres. Ich glaube, ich wage mich an einen Krimi. Mal sehen, was die Bestsellerliste so hergibt. Aber lass uns auf jeden Fall wieder über unsere Lektüren sprechen, ja? Unbedingt. Das machen wir. Es ist immer eine Bereicherung, sich mit dir über Bücher zu unterhalten. Gleichfalls. Planung einer Überraschungsparty. Hi, Max. Gut, dass du Zeit hattest. Du, Pauls Geburtstag kommt ja bald wieder. Ich dachte, wir sollten dieses Jahr wirklich etwas Besonderes machen. Hättest du Lust auf die Organisation einer Überraschungsparty für ihn? Hallo Lena, eine Überraschungsparty? Wow, das klingt eigentlich nach einer super Idee. Paul würde sich bestimmt riesig freuen. Aber ist das nicht wahnsinnig viel Aufwand? Ich habe ein bisschen Respekt vor dem ganzen Organisationskram. Ja, ein bisschen Arbeit wird es schon sein. Aber zusammen schaffen wir das. Mein erster Gedanke an einen Ort war meine Wohnung, aber die ist ehrlich gesagt zu klein für alle Leute, die wir wahrscheinlich einladen wollen. Wir brauchen eine bessere Lösung. Hast du eine Idee für einen geeigneten Ort? Puh, lass mich nachdenken. Vielleicht könnten wir einen Raum mieten? Es gibt doch dieses Gemeindezentrum in der Nähe. Allerdings sind wir dann abhängig von deren freien Terminen und den Kosten. Eine andere Alternative zu meiner Wohnung wäre vielleicht, bei schönem Wetter draußen im Park zu feiern? Aber da ist die Abhängigkeit vom Wetter natürlich ein großer Unsicherheitsfaktor. Stimmt. Die Entscheidung für den richtigen Ort ist entscheidend für den Erfolg der Party. Lass uns zuerst mal eine Gästeliste erstellen, dann wissen wir, wie viel Platz wir ungefähr brauchen. Wer sollte unbedingt dabei sein? Hast du noch Kontakt zu seinen Kollegen aus dem alten Job? Ich leider nicht mehr. Ja, zu ein paar habe ich noch lockeren Kontakt über soziale Medien. Ich kann die mal anschreiben. Aber die Suche nach den aktuellen Kontaktdaten von allen wird sicherlich etwas dauern. Und wir müssen vorsichtig mit der Kommunikation sein, damit Paul nichts mitbekommt. Absolut! Geheimhaltung ist oberstes Gebot. Sobald wir die Gästeliste haben, müssen wir die Einladungen zu der Party verschicken. Wer übernimmt die Verantwortung für das Design und den Versand? Ich bin nicht besonders begabt in grafischen Dingen. Das kann ich gerne machen. Ich bin ziemlich gut in sowas. Aber was ist mit Essen und Trinken? Machen wir Catering oder eher ein Mitbringbuffet? Ich mache mir ein wenig Sorgen um das Budget. Wir müssen einen guten Überblick über die Kosten behalten. Ein Mitbringbuffet fände ich super. Das reduziert den Druck auf uns beide finanziell und organisatorisch. Wir können ja in der Einladung einen Hinweis auf Mitbringsel geben, süß oder salzig. Dann ist die Auswahl an Speisen bestimmt groß. Was meinst du? Bist du einverstanden mit dieser Idee? Ja, einverstanden mit dem Buffet. Das ist praktisch für alle. Meine größte Angst vor der Party bleibt aber, dass irgendwer sich verplappert. Hast du da keine Zweifel an der Verschwiegenheit mancher Leute? Ein kleines Restrisiko gibt es immer. Aber wir appellieren einfach an alle. Ich habe jedenfalls großes Vertrauen in unsere Freunde. Und Paul ist manchmal auch etwas blind für Hinweise direkt vor seiner Nase. Wir brauchen nur noch jemanden, der zuständig für die Musik ist. Stimmt, Musik ist wichtig. Vielleicht fragen wir Anna? Sie hat ein gutes Gespür für die richtige Stimmung. Ich kann sie mal fragen, ob sie bereit zu dieser Aufgabe wäre. Perfekt. Okay, ich fasse zusammen. Max kümmert sich um Location-Option, Gästelistenkontakte und Einladungsdesign, Versand. Anna fragen wir wegen Musik. Ich kümmere mich um die Koordination des Mitbringbuffets und die Dekoration. Brauchst du Hilfe bei der Kontaktaufnahme oder der Location-Recherche? Danke.
Aber ich glaube, das kriege ich hin. Ich bin jetzt richtig motiviert für das Projekt. Ich bin überzeugt von unserem Plan. Das wird eine tolle Überraschung. Ich habe jetzt schon riesige Vorfreude auf Pauls Gesichtsausdruck. Ich auch. Das wird großartig. Ich bin dir sehr dankbar für deine Bereitschaft zu dieser gemeinsamen Aktion. Alleine hätte ich mich das vielleicht nicht getraut. Ach was, zusammen sind wir ein gutes Team. Lass uns nächste Woche wieder sprechen und die Fortschritte abgleichen. Super Plan. Bis dahin. Bis dann, Lena.